Willkommen zu einer neuen Folge von Smart Data Stories. Heute sprechen wir darüber, wie man die Unternehmensstrategie und die Datenstrategie miteinander verbinden kann. Denn die Datenstrategie dient nicht nur der Technik, sie soll das Unternehmen zum Erfolg führen. Nur, wie verbindet man Business und Daten miteinander? Dafür habe ich heute Vero Capello zu mir eingeladen, damit wir diese Fragen klären, wie man am besten die Unternehmensstrategie mit der Datenstrategie verbindet. Willkommen. Hallo, danke für die Einladung, Kathi. Okay, Vero. Wie wird jetzt die Datenstrategie mit der Unternehmensstrategie verknüpft? Das ist eine wichtige Frage. Und wie du schon richtig sagst, die Datenstrategie steht nicht alleine. Idealerweise sollte die Datenstrategie so gestaltet direkt mit Unternehmenszielen verknüpft. Das heißt, die Datenstrategie sollte einfach unterstützen, diese Ziele zu erreichen. Vielleicht ein einfaches Beispiel, wenn in einer Firma, die Trainings anbietet und sie definieren einfach als Unternehmensziel, dass sie Trainings für Change Management, das ist ein Thema, das sehr aktuell ist, steigen wollen, die Anzahl der Change Management und wie können sie das erreichen? Natürlich, diese Informationen wissen sie, die Leute, die das Unternehmen führen, aber auch diese Informationen steht in den Daten drinnen. Ja? Was könnten Sie einfach mit den Daten machen, um diese erste Analyse zu machen und was kann man noch brauchen, einfach um das Ziel zu erreichen. Das wäre ein einfaches Beispiel. Sie könnten Sie die Daten aus dem Vertrieb schauen, wie viele Anzahl von diese Trainings verkauft wurden, was in Richtung Umsatz, was hat diese Trainings als Umsatz gebracht im Unternehmen und dann schauen, okay, wenn wir das gewisse Prozent stellen wollen, was brauchen wir dazu? Brauchen wir mehr Trainings, mehr Trainers, die ausgebildet sind, brauchen wir mehr Partners, welche Marketingaktionen brauchen wir in diese Richtung. So ist es idealerweise das Zusammenspiel zwischen einer Datenstrategie mit einem Unternehmensziel. Du hast jetzt schon von ein paar Zielen gesprochen. Welche Arten von strategischen Zielen gibt es im Zusammenhang mit Daten? Ich kann plakativ sagen, alle. Aber grundsätzlich, ich sage immer, jedes Unternehmen will den Umsatz steigern, effizienter werden, Risiko minimieren und Kosten reduzieren und damit einfach Innovationen zu fördern. Diese Key Bars einfach kann man mit Daten gut unterstützen mit einer passenden Datenstrategie. Ja. Und die sind die klassischen Sachen, die klassischen Ziele für mich, wo man einfach ein guter Start ist, also sich mit der Datenstrategie zu beschäftigen. Die sind Ziele, die in jeder Unternehmen vorhanden sind und jeder C-Level und jeder Leiter versteht. Was bedeutet das jetzt in der Praxis, mit Daten zu steuern? Also grundsätzlich Daten zu steuern bedeutet, ich sage immer, einen Rahmen herum den Lebenszyklus der Daten zu schaffen. Es gibt viele Begriffe, kann man diskutieren, aber grundsätzlich geht es um Richtlinien, es geht um Prozessebeschreibung, es geht um Rolle und Verantwortlichkeiten, um einfach sicherzustellen in einem Unternehmen, dass die Daten verfügbar sind, dass die richtige Qualität haben und einfach auch richtige Verantwortlichkeit für die Daten gibt. Ja, und das
dass grundsätzlich, dass die Daten verlässlich sind für das Unternehmen. Das ist mein so kurze Beschreibung oder Beschreibung, was auf deine Frage, ja. Das heißt, es ist wirklich von Beginn an, wo die Daten entstehen, bis zur Nutzung muss dieser ganze Prozess auch integriert werden in die Datenstrategie, in die Steuerung mit den Daten. Genau. Was sind da jetzt typische Stolpersteine, wenn man versucht, die Datenziele mit den Unternehmenszielen zu verbinden? Ja, also es gibt ein paar, aber der erste Punkt, der mir auffällt, ist natürlich die Sprache zwischen Business und IT. Das ist eine riesige, riesig, es ist wirklich eine Herausforderung bei jeder Firma. Die IT versteht die Daten mehr in Form von Technologie. Die Business versteht das in Richtung Nutzen, was bringen die Daten, und diese beiden Welten zusammenzubringen und dasselbe Bild über die Daten zu schaffen, ist eine Herausforderung immer. Ein zweiter Punkt wäre zum Beispiel die Priorisierung von Aktivitäten, sage ich jetzt allgemein. Das ist schon in der Praxis sind wir wenn das wirklich nicht richtig die Aktivitäten priorisiert, wie fangen wir an, kommt wirklich nichts Gescheites aus. Und ich sage immer, bei solchen Themen eigentlich für alle Strategien, müssen nicht nur für die Daten sein, ich sage immer lieber klein, iterativ und inkrementell und einfach Schritt für Schritt einfach die Ziele zu erreichen. Und noch ein weiterer Punkt könnte auch sein, die mangelnde Verantwortung. Das ist, ich sehe das sehr oft in der Unternehmen, dass die Daten stehen da, sind da, jeder weiß, dass die Daten vorhanden sind, aber gehören niemandem. Wer ist für welche Daten zuständig? Und dann natürlich bringt in diese ganze Konstellation, was also Datenstrategie, Datenmanagement und so weiter, was alle diese nächsten Schritte kommen, voller Chaos. Genau. Ja, spannend. Also es ist sowohl der menschliche Faktor zu betrachten, als auch der technologische. Vielen Dank. Spannende Erkenntnisse. Wir sehen, für die Datenstrategie braucht es nicht nur Technologie, sondern es braucht Struktur, Klarheit und den Blick auf das große Ganze. In unserer nächsten Folge schauen wir uns an, wie erkennt man, ob ein Unternehmen reif für den Einsatz der Datenstrategie ist und die Entwicklung der Datenstrategie. Bis zum nächsten Mal und mögen die Daten mit dir sein. Möge die Daten mit dir sein. Danke für die Einladung.